Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Tuk Talk. Der Lehrermangel in der Region Chemnitz und auch in ganz Deutschland stellt unseren heutigen Gast tagtäglich vor besondere Aufgaben. Auf ihm und seinem Team lastet der Druck, möglichst schnell gut ausgebildete Lehrkräfte hervorzubringen und so dem Lehrermangel entgegenzuwirken. Wie das funktionieren kann, zeigt uns heute der Leiter des Zentrums für Lehrerbildung. Professor Dr. Bernhard Koring stammt ursprünglich aus Hessen. 1981 beendete er in Frankfurt am Main seine Ausbildung zum Diplompädagogen und legte 1983 die Staatsprüfung für das Lehramt ab. 10 Jahre später kam er als Professor des Fachs Allgemeine Erziehungswissenschaften nach Chemnitz, wo er die gleichnamige Professur übernahm. Seit 2015 ist er der Direktor des Zentrums für Lehrerbildung, welches Teil der TU Chemnitz werden soll. Außerdem hatte er sich mit dem Programm Seiteneinstieg zur Aufgabe gemacht, die große Zahl der nicht pädagogisch ausgebildeten Anwärter auf den Beruf des Lehrers vorzubereiten. Zwar sind ihm die großen Herausforderungen des derzeitigen Lehrermangels äußerst bewusst, jedoch ist er als krisenerprobter Mensch so schnell durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Hallo Herr Koring, ich freue mich, dass Sie heute bei uns sein können. Hallo. Hallo. Durch den Lehrermangel, der ja in der Region, in Chemnitz und auch in ganz Deutschland herrscht, kommt es ja vermehrt zu Stundenausfällen an den Schulen. Und das Kultusministerium sucht nun schon seit langem nach neuen Lehrerinnen und Lehrern. Bemerken Sie denn das im Studienbetrieb, dass es da einen erhöhten Bedarf an Lehrern und Lehrerinnen gibt? Ja, und zwar deswegen, weil wir hier eigentlich ein Produkt des Lehrermangels sind. Das Zentrum für Lehrerbildung gäbe es überhaupt nicht, wenn es diese Situation nicht gäbe. Wir sind 2013 so in die Aufbauphase gegangen und haben relativ schnell angefangen. Und unsere ersten Kohorten haben uns auch verlassen. Wir sehen jetzt natürlich über die Medien, über unsere Kontakte zu den Praktikumsschulen, dass das eine sehr schwierige Situation ist. Und nur die Hälfte der frei werdenden Stellen können ja mit ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern besetzt werden. Und das wird uns auch noch einige Zeit begleiten, diese Situation. Die ersten Absolventinnen und Absolventen wurden ja im Jahr 2017 verabschiedet, haben ja Staatsexamen erhalten und sind nun zum Teil auch hier in der Region tätig. Wie genau sieht denn die Ausbildung der neuen Lehrkräfte eigentlich aus? Ja, allgemein kann man das nicht so sagen. Es gibt einen Unterschied für Oberschule und Gymnasium, Berufsschule ist die Ausbildung so, dass sie dem Fachlehrerprinzip folgt. Grundschule hat eine andere Philosophie, die besteht darin, dass man eine stärkere pädagogische Fokussierung hat und dass Bildungswissenschaften stärker vertreten sind und dass Deutsch, Mathematik und Sachunterricht alle können müssen. Darüber hinaus gibt es noch weitere Fächer, also Sport, Ethik, Englisch, WTH, die gewählt werden können und das dann abrunden. Und das praktizieren wir und eine unserer Interessen ist, das wirklich praktisch zu machen. Sie werden ja dann Fachräume entdecken und unsere Studierenden haben lange Praktika und die lernen die Kinder auch schon in der Kita kennen. Und das war von Anfang an unser Bestreben, das relativ praxisnah zu machen. Sie bilden die Lehrkräfte ja dann aber nicht nur über das grundständige Studium aus, sondern bieten gleichzeitig auch noch ein berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm für Seiteneinsteiger an. Wie gut wird das denn angenommen? Ja, das Programm wird sehr gut angenommen. Wir könnten eigentlich doppelt so viele ausbilden, wenn man die Bewerberzahl anschaut. Das ist noch relativ neu. 2016 sind wir intensiv gebeten worden, das zu machen und haben das dann wirklich 2017 gestartet. Wir haben jetzt durchgehend dann immer 120 Programmteilnehmer und wir nehmen jedes Jahr dann zweimal 30 auf und jetzt im Mai ist die erste Zeugnisübergabe. Das heißt, wir haben eine Kohorte von Seiteneinsteigern jetzt schon durch und wir sind natürlich massiv darauf angewiesen. Eigentlich bräuchten wir die doppelte Anzahl von grundständigen Absolventen und fast die doppelte Anzahl von Seiteneinsteigern, um das hier in der Region um Chemnitz rum stabil zu haben. Aber man muss schauen, was passiert. Also begegnen Sie dem Lehrermangel zweigleisig, einmal mit dem grundständigen Studium und einmal über das Seiteneinsteigerprogramm? Also wir bieten den Seiteneinsteigern
diese kompakte Ausbildung und entlassen eigentlich tatsächlich dann jedes Jahr, so, ich sag mal, 55 bis 60, also die Quote ist auch sehr hoch. Und in Zukunft werden das dann bei den grundständigen Lehrern, ich sage mal so 105 bis 110 sein, wenn man mit einer Quote von 80 bis 85% rechnet, die das auch wirklich schaffen dann. Und was sind dann jetzt Ihre Pläne für die nahe und für die ferne Zukunft? Ja, die ganz nahe Zukunft ist, wir müssen noch mal 2 Professuren besetzen. Das gibt ja immer eine gewisse Rotation. Ich würde das Zentrum gerne mal vollständig besetzt sehen. Aber bei den Seiteneinsteigern ist es natürlich so, dass es für die günstig wäre, wenn wir hier auch eine Fachausbildung anbieten würden. Momentan bilden wir nur diesen großen Block an, der analog der Lehramtsprüfungsordnung, also der Input Fachdidaktik, Bildungswissenschaften, für das Staatsexamen ist. Aber wir könnten natürlich auch noch 2 oder 3 Fachausbildungen für die Seiteneinsteiger anbieten. Dann müssten die nicht nach Leipzig oder Dresden fahren. Das ist sicherlich ein Punkt. Also der andere wichtige Punkt ist, man muss sich einmal klar machen, diese 100, die wir in die Region schicken, reichen eigentlich nicht. Eigentlich bräuchten wir das Doppelte. Und wir müssen uns weiter klar machen, es gibt natürlich nicht nur Grundschulen. Hier in unserem Bereich sind natürlich auch Oberschulen wichtig. Allerdings ist das eine politische Entscheidung. Wir sind darauf vorbereitet und würden uns sehr freuen, wenn wir das dann in Angriff nehmen dürften. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Danke Ihnen. In der nächsten Ausgabe freuen wir uns auf den Datenschutzbeauftragten der TU Chemnitz. Wir sprechen mit Gernot Kirschner darüber, warum Datenschutz für jeden Angehörigen der Universität wichtig sein sollte und wie datenschutzkonformes Studieren, Lehren und Arbeiten an einer Universität funktionieren kann. Wie immer können Sie uns Ihre Fragen zu diesem Thema gern per E-Mail zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal.